Anfang des Jahres hatten wir hier eine internationale Austauschzeit. Da kamen 20 junge Frauen, vor allem aus Südamerika, zu uns nach Schönstadt zu einem Austausch. Und hier im Haus waren auch 2 junge Frauen. Und es war so interessant, als ich ihnen das Zimmer gezeigt habe und sie ein bisschen das Haus kennengelernt haben, dann haben sie gesagt, oh, sie lieben dieses Haus. Allein die Flure finden sie so toll. Das hat mich aufhorchen lassen. Was ist das Besondere an den Fluren? Ich glaube, wir merken das schon gar nicht mehr, wenn wir hier so selbstverständlich wohnen, dass dieser Ort hier etwas ganz Einladendes hat. Einfach auch die Ausgestaltung des Hauses, so warm und heimelig und man wird herzlich empfangen. Man kann sich hier wohlfühlen, es herrscht Wohlfühlatmosphäre und es ist so etwas wie Heimat. Ich weiß auch noch, wir sind schon früher mit meiner Mutter öfters hierher gekommen, also meine Familie, auch meine Brüder. Und jetzt vor kurzem, als ich Besuch hatte von einem meiner Brüder, hatte gemeint, weißt du was, das riecht hier immer noch wie damals. Und das ist irgendwie beheimatend. Viele Menschen in unserer Zeit fühlen sich heimatlos. Und damit ist nicht gemeint ein eigenes Haus oder materielle Güter. Es sind Dinge, die an und für sich vergänglich sind, aber die Heimat im Herzen von anderen Menschen. Ja, in Schönstadt kommt etwas ins Spiel, was man überall auf der Welt, zum Beispiel jetzt auch hier in Rom, erleben kann. Und was ganz wesentlich ist zur Spiritualität Schönstadts. Das ist diese Beheimatung im Herzen der Mutter Gottes und im Heiligtum. Denn wie ihr seht, hinter mir steht hier ein Schönstadt-Heiligtum. Und es gibt solche Heiligtümer 200 Mal oder mehr als 200 Mal inzwischen überall auf der Welt. Und sie sehen alle ganz gleich aus. Also manchmal ist die Farbe, die Außenfarbe ein bisschen anders. Aber wenn man dorthin kommt, man hat das Gefühl, ich bin zu Hause. Und wie oft hat der Gründer Schönstadts, Pater Kentenich, von dieser Beheimatung gesprochen. Und er hat sie ja auch selbst erlebt. Es sagt zum Beispiel, sie, die Gottesmutter, bietet dem heimatlosen Menschen ihr eigenes Herz als Heimat an. Es ist ein gütiges, liebendes, verstehendes Herz. Sie versteht alles, was ein Menschenherz bewegt. Denn all dies hat auch ihr eigenes Herz bewegt. Und wir wissen, dass uns in diesem Mutterherzen das Heilandsherz entgegenschlägt, das Gottesherz. Welch ein Glück, in einem solchen Herzen geborgen zu sein. Ich glaube, das haben die jungen Frauen auch erlebt, die hierher kamen. Die waren fremd. Also es kamen von weit her und doch haben sie Heimat erlebt und sowas wie Familie. Sie haben einfach erleben dürfen, du bist nicht allein. Sie haben auch untereinander eine Gemeinschaft gebildet, auch mit den Menschen hier vor Ort. Aber da war auch noch mehr. Da gibt es einfach noch etwas. Ja, die jungen Frauen haben in Schönstadt am Ursprungsort intensiv erfahren, was die Erfahrung an jedem Schönstadt-Heiligtum ist. Nämlich, dass Jesus seine Mutter auch uns zur Mutter geschenkt hat. Und dass diese Mutter sich danach sehnt, einen Bund mit uns zu schließen. Sie will uns dadurch immer näher zu Gott führen und uns gleichzeitig zu guten Taten anspornen. Diesen Bund, das nennen wir ein Liebesbündnis. Es ist ein gegenseitiger Bund mit der Kurzformel, nichts ohne dich, nichts ohne uns. Liebesbündnis, allumfassend, weltumspannend, vernetzt und gleichzeitig ganz konkret vor Ort.
So wie es damals war, als alles in Schönstadt angefangen hat. Es gab einen konkreten Ort und konkrete Personen und auch eine konkrete Handlung. Das war am 18. Oktober 1914, circa um 17 Uhr, in der neu hergerichteten Michaelskapelle im Tal von Schönstadt. Da haben Pater Kentenich und die ihm anvertrauten Schüler sich in der Kapelle getroffen und sich und ihr Leben der Mutter Gottes geweiht. Und so ist es hinausgegangen in die Welt, diese Vernetzung weltweit, immer neu und ganz konkret. Das ist ein persönlicher Vorgang zwischen mir und Maria und gleichzeitig sind wir vernetzt mit vielen anderen auf der Welt, die das Gleiche getan haben. So auch hier in Rom. Ja, wer den Ort Schönstadt besucht oder irgendwo auf der Welt eine Schönstadtkapelle, der fühlt sich da einfach wohl. Das sagen ganz viele Leute immer wieder. Das ist so ein besonderes Fluidum. Man spürt da einfach irgendwie etwas, man spürt dieses Bündnis. Aber es geht auch nicht nur um Wohlfühlen, sondern da ist noch etwas. Eine Frau aus Ecuador bringt ihre eigene Erfahrung einmal so auf den Punkt. In Schönstadt gibt es eine Hoffnung, die fähig ist und fähig macht, unsere Gesellschaft zu verändern, in unserer Gesellschaft aus dem Geist Christi zu handeln und so in diese Welt noch einmal die Gnade Christi hineinzutragen. Man wächst von der Geborgenheit unmerklich in die Bereitschaft, aktiv zu werden für diesen Wandel. Es geht um ein Handeln, das vom Glauben Licht bekommt, sehr viel Licht. Wir werden dabei eingeladen, füreinander da zu sein und einfach Gott durch uns wirken zu lassen, seine Werkzeuge zu sein. Und bei all dem können wir erleben, dass wir nicht alleine sind. Und das tut so gut. Es macht uns wirklich froh und dankbar und so eine Erfahrung, das wünschen wir euch auch. Alles Gute!